Moin Moin und hallo, wünscht ihr Captain Griffin und die gesamte Besatzung der USS McDoolsen. Wir befinden uns hier mitten im Weltraum, im Orion-Sektor, wenn ich das oben richtig erkenne. Ja, wir haben zuletzt die Akademie erfolgreich abgeschlossen. Nach intensivem Phaser-Training wurden direkt erster Offizier auf der USS McDoolsen und in unserem ersten Testflug gab es dann einen Notruf, der dafür gesorgt hat, dass wir von Klingonen attackiert wurden, unser Captain gestorben ist, er hat sich natürlich heldenhaft geopfert und wir direkt Captain der wunderschönen USS McDoolsen geworden sind. Und kurz darauf, nachdem wir den Klingonen dann mal so ein bisschen den Hintern versohlt haben, wurden wir dann auch schon zum nächsten Auftrag gerufen, der da heißt Kommunikationszusammenbruch. Passend dazu oben der wunderschöne Zeilenumbruch und wir starten einfach direkt mal los. We're here, Captain. The USS Kittimer is dead ahead, and the Renown is beside us. Our orders are to make contact with the Kittimer and find out why they've not responded to our hails. Na, dann setzen wir doch mal Kurs auf die Kittimer. Da hinten ist sie. 3/4 Impuls. Ach komm, gehen wir Vollgas hier. Wir haben's eilig. Oh, Rauschen gefällt mir nicht. Ein bisschen mal das Signal verstärken. Yes, sir. I will require approximately 15 seconds to make the necessary adjustments. Ei, 15 Sekunden ist mir ein bisschen zu lang. Captain Volog. Captain Taggart? What are you both doing here? Ach, lass mich mal erklären. We attempted to inform you that the Renown would be escorting these cadets back to Earth's space dock, but we were unable to establish a subspace link. I thought it prudent to investigate. So, mal weiter erzählen. I'm relieved to see both of you. The anomalies must be interfering with our communications. Where is Captain Taggart? Na, dann erklären wir mal, was dem guten Captain passiert ist. That's quite the story, Cadet. I'm sorry to hear about Captain Taggart. He was one of the best officers in Starfleet. I'm sure this isn't easy for you and your crew. Don't worry, we'll have you back at our space dock before you know it. I'm troubled by the anomalies in this system. And if they're affecting long-range communications, then they're doubly a cause for concern. Let's do this by the numbers. We've already launched 9 probes. Now that they're active, we can do an in-depth scan of the anomalies. Na, dann lass uns doch mal langsam scannen hier. With all 3 ships collecting data, we should be able to complete this quickly and formulate a course of action. The Renown has the largest science team, so I recommend we send our data there for analysis. Any questions? Ach, keine Fragen, wir machen das schon. You're quite confident for a cadet. You remind me a bit of myself when I was an ensign. Of course, I wasn't commanding a ship back then. Let's see how you perform before you start claiming that chair full time. Ah, weiter geht's. Oh, das war ja schon fast gerammt hier. So. Wir wollen... Was wollen wir denn? Scannen. Eieiei. Immer voller Angriff. Was anderes kennen wir gar nicht. Durch den Nebel fliegen. Ja, hier sollte ich vielleicht auch zum Missionsziel. Schon ganz intelligent, glaube ich. Oben rechts angezeigt. Der wunderschöne grüne Kreis. So. Links vielleicht. Ja. Ja, das war schon mal falsch. Ah, okay. Dann ebenso. Reports indicate traces of gamma radiation, but there's something off in the readings. Fliegen wir mal weiter. Direkt zum nächsten Punkt. Ein bisschen schneller. Oh, noch viel vor. Ups. Scannen. Kittimer here. Are you seeing the same gamma radiation levels that we are? I'm not sure that a normal scan will be enough. We might need to do a full multiphasic reading. Na, was können wir denn dagegen machen? Weil ich bin ja nicht klug genug in der Wissenschaft. My Chief Science Officer, Commander Davis, suggests that performing a reverse tachyon pulse wave scan will solve our sensor issue.
Perform your final scans and then report back. Jo, dann machen wir das auch einfach mal direkt. Hier längs. Das sind natürlich ab und zu typische Rollenspiele nicht unbedingt die spannendsten Missionsziele, aber da passiert noch ein bisschen was. Deflector dish is realigned for reverse tachyon pulse wave, sir. Picking up a transwarp signature. It's right on top of us. The Borg. Angreifen, immer angreifen. Oh, Borg, das ist nicht gut. Oh, die Borg kaputt gemacht, würde ich sagen. Müssen wir aber direkt mal helfen, weil hier hinten geht es nämlich weiter, aber die USS McDoolsen, die macht das schon. Was habe ich denn jetzt hier? Da. Hallo, schneller! Die großen Raumschiffe gerettet hier mit unserer kleinen Schaluppe. This is the emergency medical hologram aboard the USS Kittimer. I am requesting assistance from any Federation vessel in range. I've lost contact with the bridge. I am unable to contact Commander Davis for new instructions. Was da passiert? The Kittimer is being overwhelmed by Borg boarding parties. These Borg are different than the ones in my history records. They seem disconnected somehow. They're strange, but still quite dangerous. Ach, kriegst du das alleine hin? I am an emergency medical hologram, not a miracle worker. Und fahren wir noch auf einem anderen Schiff los, The was wir tun Borg sollen. were brutally efficient on the Kittimer. The emergency medical hologram may be in command simply because no one else is fit to do so. The Borg have not been seen in the Alpha Quadrant in decades. Their arrival cannot simply be a coincidence. However, I hesitate to speculate without the full data from all of the probes. Na, was können wir tun? I will send teams to aid the Kittimer. You will have to finish the scans. We need to know the extent of the Borg presence here. You must also inform me if you or your crew are unable to continue. The Borg evoke a strong emotional response that can rattle even trained Starfleet officers. A crew of cadets that have already survived a Klingon attack may be unable to cope. Na, das kriegen wir schon hin. I have linked the Iota point to your map. Scan there while we see to the Kittimer. Wäre natürlich spannend gewesen, aufs Schiff zu gehen, aber hey, scannen ist auch super. Wenn wir dann mal ein bisschen fliegen würden. Scannen. Please transmit the data so we may begin our analysis. Sonde. Wo feuern wir sie hin? Einfach geradeaus. We have your data, and our science team is analyzing it now. Dann erzähl uns doch mal, was auf Akito mehr los ist. Our tactical teams have eliminated the Borg boarding parties on the Kittimer. Why do you ask? Weil ich There neugierig is an bin. 88.47% chance that you will need my help. Ah, I have komm. 75 million gigaquads of computer memory and an extensive library of files on military tactics and command strategies. I believe I can spare a few bits of processing power for you. So, super nett. Borg transwarp signatures detected. Prepare your ship for combat. Ah, They're geht endlich wieder firing. weiter I hier. need help. Gleich mal wieder in die Action starten. Ich jetzt gemerkt hätte, wie ich meine Schilde ein bisschen ausweiten kann. War schon der erste.
ready for this. Jetzt geht's aber los. Da liegt er nieder. Das war doch keine You are Herausforderung. Starfleet officers. You are prepared for this. Multiple Borg warp signatures detected. Okay, nun wird's ein bisschen frech. It's an invasion force. We're outnumbered. There's no way we can. The Borg are departing. Most likely to be a target. Direct your fire at the remaining sphere. Machst du das gut? Focus your fire, and we shall prevail. Direct hit. Ah, das war ja nichts. Here is the situation as we see it. The Borg are using the Pollock system as a staging area for a larger invasion. Long-range sensors are already detecting inbound transwarp signatures. The most likely target for a first strike is the Vega system. There is a civilian colony there, and if the Borg could take it by surprise, they would have large numbers of new drones at their disposal. Na, dann fliegen wir doch direkt mal hin und warnen die Leute. Very observant of you. The Renown is better equipped to hold off further Borg attacks and assist the Kittimer. We must remain here. Once you have warned the colony, return to Earth's space dock. Na, dann setzen wir mal Kurs. Das haben wir aber gut gemacht. Ne? Das haben wir sehr gut gemacht. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich hier rauskomme. Hilfe! Ach, wie. Eieieiei. Gut, fliegen wir erstmal ein bisschen dumm durch die Gegend. Das hilft immer. Muss ich hier irgendwie... Nee. Hier. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich hier rauskomme. Heilige Axt. Na, dann fliegen wir einfach noch mal ein bisschen dumm durch die Gegend. So. Oh, Hilfe. Ich hab grad... Wie gesagt, ich habe das ja seinerzeit auf dem PC relativ ausgiebig gespielt, aber ich muss gestehen, dass ich bis zum Schluss teilweise nicht genau wusste, was ich da eigentlich gemacht hat. Hab das Glück gehabt, dass ich dann irgendwann auf Max-Level in eine Flotte reingekommen bin, wo Leute waren, die mich dann einfach zugepumpt haben mit Items und Tipps und Tricks und mein Schiff dann plötzlich so mächtig ausgerüstet war, dass ich schon wieder nicht wusste, was hier eigentlich abgeht. Ja, gut, das müssen wir jetzt so langsam aber sicher hier vielleicht selber rausfinden, was jetzt eigentlich Phase ist und wie man es am besten macht. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen ab und an alles ein bisschen konfus. Hier gibt es auch natürlich bei sämtlichen Waffen verschiedene Schadensarten. Da hast du den Phaser-Schaden, den kinetischen Schaden, Energieschaden und so unfassbar viele Möglichkeiten. Dann kannst du in den Schiffen auch noch verschiedene Dinge, ja, verschiedene Schiffsarten, die dann natürlich wieder andere taktische Möglichkeiten mit sich bringen und überhaupt zahlreiche Varianten. Ich werde jetzt einfach mal versuchen herauszufinden, wie ich hier rauskomme und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal mit der nächsten Mission wieder. Auf Wieder, tschüss.